Hallo, ihr wundervollen Menschen. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Desiree und heute ist die neue Veröffentlichung von Ren. Das heißt, Vincent's Tale, ein Part also der gesamten, ja, Vincent Tale-Reihe. Ich habe ja ein bisschen damit gerechnet, wie angekündigt, dass jetzt Richard dran ist. Aber anscheinend kredenzt uns Ren nochmal was anderes. Und es geht gleich los mit der Premiere. Ich bin mega gespannt. Der Chat ist hier schon am Durchdrehen quasi. Ren hat schon erzählt, dass ein paar Collabs anstehen er ist mit Asaf Avidan im Gespräch, das fand ich mega cool. Mit Tash Sultana, mit Aurora. Von Aurora kenne ich noch nicht wirklich was, aber der Name ist mir durchaus bekannt, von daher klingt das ziemlich cool. Und ich glaube, er hat noch ein, zwei andere benannt. Das heißt, da wird uns noch einiges erwarten. Und ja, ich habe gerade bis eben noch ein bisschen nebenbei gegessen, weil ich gerade von der Arbeit komme. Aber ich dachte, ich lasse es mir nicht nehmen. Und ich freue mich riesig darauf, dass es jetzt gleich losgeht. Oh mein Gott. Also lasst uns gemeinsam quasi reinstarten in das Ganze. Okay, let's fucking go. Ja, musste das hier ein bisschen refreshen, aber jetzt geht's los. Vincent im Knast. Das ist geil, wie das gemacht ist mit dieser Sicherheitskamera. Ich frage mich, ob Zellblock 44 irgendeine Aussage ist. Oder Cam 15. Die Zahlen. Ich muss gerade auch lachen über den Titel The Bedroom. Also steht ja ein Bett drin, ne? Hm. Spannend. Ja. Geil.
Let it cry, baby. Anger. Have you ever felt anger with nowhere to place it? Vincent felt cold, neglected and jaded, impotent, empathy castrated. Look for the new thing, always look for the new thing, but never look inside, never look within, without, above, below. Same thing. Wait, it gets deeper than that. The insane thing is sane men living in insane terrain, contorting insane brains that are kind of deranged, strange, without the factor of cause and effect. Factually, the man's a casualty of constant neglect. Let's start at the start. Vincent was born in the dark, home birth to a mother, painted scars on her arm. Track march from the dragon, China white in the palm. Shooting up the birth canal, Vinny fell out like yarn. Tumbled out, himself unraveling, and that was the theme. Exceptionally average grade, sprayed with low self-esteem. From the fire to the frying pan, painting it green. When it's the cash that rules everything around me. Cream, get the money, funny Vinny. He weren't ever good at hustling, shitty jobs that he was dead and stocking. Started a combustion, nothing. Pulled him out of debt, the debt collector's rushing to be stripping him of everything. Eventually, there's nothing. The cycle is a cycle for a psychopath on ice. The day repeats, the days, the weeks a most your life. When the day's done, it's the same one. It's a repeat, it's a rerun. A deja vu religion, a foreboding of a prison. Whole Britain, Great Britain, how Britannia ruled the waves. We started out with intentions and we ended up like slaves. Drink to kill the tension, but the drinks cost your wage. What helps you is what kills you when you're living too deep. Ja. Prost. And so it goes. Vinny starts to drink to let go. Vinny. Soon he's drinking, cause when he don't drink, every day is a day on death row. So he drinks so he don't have to think more. What? No. What? Oh, come on. Why did it stop? Nein. Wo waren wir? Repeats the days Ach, sorry, the Leute. way. We started out with intentions and we ended up too deep. Jesus. And so it goes. Vinny starts to drink to let go. Soon he's drinking, cause when he don't drink, every day is a day on death row. So he drinks so he don't have to think more. See, day. Ach Gott. Richard, on his way. Sirens start singing as the screws murder silence. Stand on my Miranda, my right to remain violent. One man's resistance is another man's tyrant. When tyrants make the law, they go to war with non-compliance. Locked up, Vinny been locked up since his mother knocked up. Kitty grew up fast, pulled his socks up, chop. Keep that credit top. Time is money, tick tock. Quantify the price upon your soul and then it's chop shop. Not particularly special, Vinny spent his life a vessel for the musings of the devil. Repetition caused some issues, turned a hide into a jackal. Building pressure in the kettle, bubble up to boiling level. Ooh man, he's a mad lad, falling on the warpath. Vinny split the atom like a Nagasaki bloodbath. Skies are raining black ash, copper car lights flash. Red and blue kaleidoscope, some folks don't like that. Never mind, just a victim of society. The one that serves you alcohol and sells you your sobriety. The one that sells you sex as it pedestals virginity. The one where we elect these lying pests with God ability. 1 to the 2 to the 3 to the 1. Our boy spun his own web-fed tarantulas come like 9 to the 9 to the 9. Through his crimes tying lines into set. Richard's fate was designed. Das ist doch Screech. Paint the picture, set the scene. It's 2019.
19. Richard and a boy named Screech. The hands of fate, they touch and read. Siblings buried, blood it bleeds. Etched in Richard's memories. Falls a muddled, troubled sleep. Takes a time of absently. Hitting the bottle to soften the blow in the walls of yourself, and there's nowhere to go. When his friends on the force, they don't call, they don't show. Go to therapy, regularly seem to plateau. When his popo went loco and woe so low that his mojo no more, no rebound, no yo-yo. And so the time it moved slow-mo. You see the case was never closed, cause the motive was confusing. Orphan killed his sister, but his sister was removed when the mother died in childbirth. But dying womb life brings the cycle of samsara. Always was quite amusing. Brother killed his sister, but the record seemed to show the brother never met his sister, didn't even know. So the tragedy was a catastrophe, a fate fucked up. Richard's losing sleep while his whole family's talk. Richard bei der Therapie. The 5 stages of grief is a common psychological model, often used to provide reassurance to all those stricken by loss. For loss comes with a cost like frostbite, shockingly cold, paving the road to decomposure, decomposing his soul. 1. Denial, pretending for a while, reality retired, but everything is changing. Richie lost the will to smile, how to reconcile when murdering a child. The 2nd stage is anger, feel it bubbling the bile. Anger, damn the man that served the hand, that wrote the plan. If God is will that's good and grand, then damn we are all a damn forsaken by creation. Revelations, Richard cannot stand. The 3rd stage is bargaining, begging God for second chance. Lord, I know it is a reach, but I'm begging on my knees. Resurrect the boy James, resurrect the boy Screech. I'll devote my life to thee, I will. Sunlight brings him warmth, no sleep will ever bring resting. His guilt and doubt are oh so loud, the silence sounds so deafening. Depression, the numbing of expression, the negative obsession, ruminating in oppression. Stressing is a lesson when your mind begins reflecting. That's stage number 5. 5 is acceptance. Souls get shaken up. The road's never quite ideal, but slow rise, dust it off. And let me tell you something, Richie, man, I'm proud, cause you pulled a stitch from the seam, the wound was open weeping. Felt like a regression, but that flesh was set for healing. You wrestled imperfections, misdirections, what with demons. Most demons are a fallen angel, truth has double meanings. Perspective disconnects the trauma, trauma turns to lessons. The biggest curse you'll ever face could be your greatest blessing. Remember, in the darkest times, no need for second guessing. No path is ever linear, a stumble leads to stepping. You're a soldier, a scholar of life's sorrow, and day follows day. There will always be tomorrow when it gets colder. Whatever, it's only weather. Rain feeds the crops, let them grow, think clever. I'm so fucking proud of you, Richie, my boy. I know you're itchy, my boy, to get to work and deploy. Serve and protect my don, in for the right reason. I know you think you've done wrong, but look at who you become. It's your first day at work, big man. Hold that head up high, my friend. Come on. We're all proud of you, Richie. I hope you get out there and smash it. I mean, what could go wrong? Jesus. War's das? Oh Gott. Ja. Was habe ich da gerade gesehen? Oh, wow. Das war... Wow. Das war fucking viel. Wo fange ich an? Krass. Also wir haben im Prinzip mit Vincent in der Zelle angefangen, wenn ich das richtig sehe. Nachdem Richard ihn verhaftet hat. Und da habe ich schon gedacht, da geht es um das Bedroom. Irgendwie schon, aber dann hätte ich jetzt gedacht, dass wir danach auch Vincent mit Gitarre gesehen haben. Alter, dieses Gitarrensolo. Das hat mir mehrere Schauer über den Körper gejagt. Das war ziemlich gut. Danach haben wir gesehen, wie Richard Vincent gerade im Auto
zum Gefängnis oder zur Zelle gefahren hat, zur Polizeistation, was auch immer. Und danach haben wir nochmal die Geschichte von Richard gesehen. Begonnen bei Screech, wie er Screech erschossen hat, beziehungsweise wie Screech tot am Boden lag, wie die Verarbeitung stattgefunden hat, die posttraumatische Belastungsstörung, die danach kam und die verschiedenen Stadien, die damit einhergehen. Im Übrigen habe ich dazu auch ein Reaction-Video gemacht zu den Stories von Richard und habe da in Bezug auf Trauma und so weiter genommen. Also wenn euch das interessiert, ich verlinke euch das hier, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und haben nochmal gesehen, ne, wie Richard durch die Therapie ging und dann der erste Tag wieder zur Arbeit. Und es ist ganz spannend. Ist es denn Ren oder ist es eine Vincent-Stimme, die dann quasi mit im Raum steht und sagt, hey, ich bin so stolz auf dich, dass du wieder zur Arbeit gehst. Du machst das super. Was kann schon schief gehen? Und dann wird wieder gezeigt, wie die Geschichte mit Vincent abläuft, wie Richard auf Vincent trifft. Und was das wahrscheinlich für Auswirkungen auf Richard haben wird wiederum. Ne? Weil er struggelt immer noch. Wir haben das gesehen, dieser Moment, wo wir Richard angucken und wir die Angst sehen, die Unsicherheit sehen. Die wirklich, also Respekt an den Schauspieler, sehr gut rübergebracht war. Ja. Das heißt, wir haben so ein bisschen so eine Reverse-Geschichte, glaube ich, hier gehabt. Mega spannend. Ne? Und es ging auch hier wieder viel um die Themen. Also wir haben zum einen das Thema von Vincent, die Wut auf die Gesellschaft, auf das Leben und das nicht damit umgehen können, beziehungsweise wie Menschen sich entwickeln können und das dann irgendwann anfängt, von einem einfach nur irgendwie funktionieren zu immer mehr Wut und irgendwann ausbrechen und die Regeln brechen geht. Und aber auch Wut im Sinne von die Stadien von Traumaverarbeitung. So, dieses, wo wir uns hilflos fühlen, wo wir völlig überfordert und überwältigt sind von dem, was uns widerfahren ist. Und am Anfang es noch wegschieben, am Anfang versuchen, naja, es war auch gar nicht so schlimm. Und dann kommt aber auch die Wut auf diese Ohnmacht, auf die Person, die uns in diese Situation gebracht haben und so weiter und so fort. Ne? Also auch da haben wir wieder die Wut. Und das ist so ein wichtiges Gefühl, weil so viele Menschen in unserer Gesellschaft ihre Wut unterdrücken. Weil das nicht gern gesehen wird, das ist nicht anerkannt, das wird von oben herab betrachtet, du wirst dafür verurteilt, wenn du ein wütender Mensch bist. Menschen haben Angst vor dir, wenn du wütend bist. Und dennoch ist es eine Emotion, die genauso viel Berechtigung hat wie alle anderen Emotionen auch. Und wenn sie unterdrückt wird, wie alle anderen Emotionen auch, dann bricht sie irgendwann durch. Und zwar mit voller Wucht. Und das ist die Geschichte, die Ren hier erzählt. Auf verschiedensten Ebenen. Und wahrscheinlich noch so viel mehr. Ich habe wahrscheinlich unglaublich viel in den ganzen Lyrics verpasst, weil ich so fasziniert war. Ich werde mir das noch 2-3 Mal angucken. Und bitte teilt gerne in euren Kommentaren, was ihr gesehen, gehört habt, was es mit euch gemacht hat. Und ich bin so gespannt. Also es war auch Richard's Tale, aber es ist Teil von Vincent's Tale. Ich bin immer noch ein bisschen blown away, könnte man sagen. Ja, und ich werde mir jetzt einfach noch 1-2 Mal oder 5 Mal oder 10 Mal das Ganze angucken. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte, bitte, bitte lasst mir ein Like da. Das hilft mir und dem Algorithmus zu verstehen, dass ihr mehr sehen wollt, dass es euch gefällt, was ich hier so treibe und was ich so erzähle. Und abonniert gerne den Kanal, auch das hilft. Aktiviert die Glocke, damit der Kanal wachsen kann und ich einfach Bock habe, auch immer weiterzumachen. So, also, einen wundervollen Abend.